Heute ist keine Zeit für Gespräche, sagten sie. Höflich, aber bestimmt. Ich lächelte, nicht weil ich es nicht verstanden hätte, sondern weil ich wusste, dass ein Lächeln weniger stört als eine Frage. Ich war es gewohnt geworden, den Moment zu lesen. Die flüchtigen Blicke, das schnelle Tippen auf dem Handy, das Nicken, das kein wirkliches Zuhören meinte. Früher hätte ich widersprochen. Früher hätte ich gefragt, wann dann? Heute nicht mehr. Ich setzte mich an den Küchentisch. Der Tee war noch warm, die Zeitung ungeöffnet. Draußen fiel ein fahles Licht durch das Fenster, das den Staub in der Luft tanzen ließ. Es war einer dieser Nachmittage, an denen man merkt, dass die Welt keine Pause für einen einlegt. Also holte ich Papier und Stift. Nicht das Tablet, nicht den Laptop, ich wollte es fühlen. Die Worte, den Widerstand des Papiers, das Gewicht des Füllfederhalters in meiner Hand. Und ich schrieb, nicht aus Trotz, nicht aus Traurigkeit, sondern weil in meinem Inneren noch so vieles wartete, gesagt zu werden. Dinge, die ich nie ausgesprochen hatte. Fragen, die nie gestellt wurden. Erinnerungen, die wie alte Fotos verblasst waren, weil niemand sie ansah. Vielleicht würde niemand es lesen. Aber ich würde es aufgeschrieben haben. Für mich. Für den Teil in mir, der nicht vergessen werden wollte. Für den Teil in mir, der noch sprach. Ich heiße Clara. Geboren in einem kleinen Dorf, wo man noch Zeit hatte, den Nachbarn einen guten Morgen zu wünschen. Nicht per Nachricht, sondern von Angesicht zu Angesicht. Dort lernte ich, wie man Brot mit den Händen knetet, wie man Stille aushält, ohne sich verloren zu fühlen. Mein Leben war nie laut. Ich war keine, die sich in den Mittelpunkt stellte. Ich war die, die zuhörte, die sich Gesichter merkte, auch wenn die anderen längst gegangen waren. Ich habe Kinder großgezogen, Enkel in den Schlaf gesungen, meinen Mann gepflegt bis zum letzten Atemzug. Ich war da, immer. Und vielleicht ist genau das mein Fehler gewesen, dass ich immer da war, ohne jemals zu sagen, ich auch. Ich auch brauche Nähe, ich auch habe Träume, ich auch bin noch da. Jetzt, wo die Tage langsamer werden und die Gespräche seltener, beginnt man zu zählen. Wie oft hat man wirklich gelebt? Wie oft hat man sich selbst zurückgestellt für das, was wichtiger war? Ich habe nie viel verlangt. Ein Anruf, ein echtes Zuhören, ein Nachmittag, an dem man mich nicht nur besucht, sondern wirklich sieht. Früher dachte ich, es läge an mir. Vielleicht war ich zu still, vielleicht zu altmodisch. Aber jetzt glaube ich, die Welt hat sich verändert und ich bin einfach stehen geblieben. Nicht aus Trotz, nicht aus Schwäche, sondern weil ich glaubte, dass man auch mit wenig sichtbar bleiben kann. Doch heute habe ich gemerkt, dass man manchmal lautlos verschwindet, wenn niemand mehr fragt, wie geht es dir? Wirklich. Heute war wieder so ein Tag. Ein Tag, an dem man das Gefühl hat, durchsichtig zu sein. Ich saß in meinem Sessel am Fenster, dem alten, der bei jeder Bewegung leise knarrt, eine Tasse lauwarmen Tee in der Hand. Draußen zogen die Menschen vorbei, in Eile, mit Telefonen am Ohr, Tüten in der Hand, den Blick nach vorne gerichtet. Keiner schaute hoch. Keiner sah das Gesicht hinter der Scheibe. Manchmal winke ich. Einfach so. Nicht, weil ich jemanden kenne, sondern weil ich gesehen werden möchte. Mein Wohnzimmer ist klein, aber erfüllt von Geschichten. An den Wänden hängen Fotos, vergilbt, doch voller Leben. Der Duft von Lavendel und altem Papier liegt in der Luft, vermischt mit dem leisen Ticken der Standuhr, die mein Mann mir zum 25. Hochzeitstag geschenkt hat. In der Küche steht noch der Stuhl, auf dem Marie als Kind immer saß. Manchmal lege ich die Hand auf die Lehne, als wäre sie noch warm. Und im Flur hängt der Mantel, den ich nicht weggeben konnte. Sein Mantel. Ich bewege mich leise durch dieses Haus wie ein Schatten meiner selbst. Jeder Raum kennt mich, jede Stille hat meinen Namen. Doch wenn das Telefon nicht klingelt und der Briefkasten leer bleibt, fragt man sich, lebe ich oder existiere ich nur noch? Heute kam niemand. Wieder nicht. Aber ich deckte trotzdem den Tisch. 2 Teller, wie früher. Und ich stellte eine Rose in die Vase. Nicht für jemanden. Nur um mir selbst zu sagen, du bist es wert, dass etwas schön aussieht. Es war vor ein paar Tagen. Vielleicht war es auch schon länger her. Meine Wahrnehmung für Zeit ist brüchig geworden. Aber ich erinnere mich an jedes Wort. Denn sie fielen wie kleine Messer, leise und doch scharf. Heute ist keine Zeit für Gespräche, Oma, sagten sie. Nicht böse,
nicht laut, einfach sachlich, wie man jemandem erklärt, dass es heute regnet, als wäre es eine Tatsache, die man hinzunehmen hat. Ich hatte das Telefon in der Hand gehalten, noch bevor sie es sagten. Ich wollte nur fragen, wie es ihnen geht, ob sie gegessen haben, ob sie an mich gedacht haben. Wir haben gerade so viel um die Ohren. Du verstehst das sicher. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, dass Termine wichtiger sind als Erinnerungen, dass Kalender gefüllt sind, aber Herzen manchmal leer. Früher saßen sie auf meinem Schoß mit offenen Augen und offenen Herzen. Heute tippen ihre Finger auf Displays schneller, als sie je meine Hand gehalten haben. Und jedes „Wir melden uns bald" klingt wie ein Versprechen, das mit jedem Tag leiser wird. Ich erinnere mich an eine Szene, die sich eingebrannt hat. Ein Familienessen, alle waren da, ich auch. Aber irgendwie war ich unsichtbar. Meine Geschichten schienen nicht mehr wichtig, meine Gedanken zu langsam, mein Humor zu alt. Ich hörte Sätze wie: „Lass das die Jungen machen, Oma. Du brauchst dich darum nicht mehr zu kümmern." Oder am verletzendsten: „Das ist nicht mehr deine Zeit." Was ist das für ein Gefühl, wenn einem das eigene Leben abgesprochen wird? Wenn man noch da ist, atmend, fühlend, denkend und trotzdem übergangen wird. Ich stand eines Abends auf, stellte mich in den Flur und sagte: „Ich würde gern mal wieder erzählen, wie es damals war." Doch niemand antwortete. Ein Lachen aus dem Wohnzimmer, ein Fernseher, der laut lief. Und ich stand da, mit einem Satz in der Kehle, der nie gesprochen wurde. Es war nicht Bosheit, es war Gleichgültigkeit. Und sie ist leiser, aber viel gefährlicher. Ich fing an, mit mir selbst zu sprechen. „Wie geht es dir heute, Margarete?" „Ganz gut, danke." Ein kleines Lächeln, ein Hauch von Würde. Aber tief in mir begann sich etwas zu regen. Ein Widerstand, nicht laut, nicht trotzig, sondern klar. Wenn die Welt keine Zeit mehr für meine Worte hat, dann werde ich sie eben selbst aufschreiben. Ich glaube, der Moment kam nicht mit einem Knall, sondern ganz leise, wie eine Tür, die nicht mehr zufällt, weil das Schloss kaputt ist. Ich saß am Küchentisch, allein wie so oft. Der Tisch war gedeckt für zwei, obwohl ich wusste, dass niemand kommen würde. Ein alter Reflex. Vielleicht auch ein letzter Versuch, nicht aufzugeben. Draußen lachten Kinder, drinnen war es still. Nur das Ticken der Uhr über dem Kühlschrank erinnerte mich daran, dass die Zeit noch lief. Aber für wen? Ich schaute auf meine Hände, runzlig, aber stark. Hände, die Leben gehalten, Wunden versorgt, Brot gebacken, Tränen getrocknet hatten. Und jetzt? Jetzt lagen sie still auf der Tischplatte, ungebraucht, ungebraucht. Ich stand auf, ging zum Spiegel im Flur. „Wer bist du?" fragte ich mein Spiegelbild, nicht aus Verwirrung, aus Entfremdung. Die Frau, die ich dort sah, hatte einst gelacht, laut, warm, voller Leben. Jetzt waren da nur noch Augen, die nach etwas suchten, nach einem Platz, nach einem Sinn, nach einem Grund, morgens aufzustehen. Ich erinnere mich an einen Satz, den mein Enkel sagte, als ich fragte, ob ich helfen könne: „Oma, du brauchst dich nicht mehr zu kümmern." Und da war sie, die Träne. Nicht laut, nicht dramatisch. Sie rollte einfach, ganz still, so wie man sich verabschiedet, ohne es zu sagen. Ich ging zurück an den Tisch, nahm die zweite Tasse, die ich für jemanden hingestellt hatte, und stellte sie zurück in den Schrank. Ein Ritual, ein Eingeständnis. Ich war nicht mehr gebraucht, nicht mehr gefragt, nicht mehr gesehen. Und trotzdem lebte ich. Ich atmete, ich fühlte. Und irgendwo in mir war noch etwas, ein kleines Flackern. Aber an diesem Tag war es nur Schmerz. Rein, tief, echt. Es begann mit einem Satz. Nicht laut gesprochen, sondern still gedacht. Ein Gedanke, der kam, als ich das Fenster öffnete und der Wind mein Gesicht berührte. Vielleicht bin ich nicht mehr gebraucht, aber ich bin noch da. Dieser Satz war kein Trost, aber ein Anfang. Ein kleines Stück Erde unter meinen Füßen, das nicht wegrutschte. Ich nahm das Notizbuch, das ich so lange ignoriert hatte. Es lag auf der Anrichte zwischen vergilbten Rechnungen und alten Kalendern. Ich schlug es auf. Leere Seiten. So viele davon. Wenn ich keine Gespräche mehr führen darf, dann schreibe ich sie eben auf, dachte ich. Nicht für andere, für mich. Ich begann mit den Geschichten, die ich nie zu Ende erzählen durfte. Mit Erinnerungen, die niemand hören wollte. Mit Gedanken, die ich früher immer für mich behielt, um niemanden zu stören. Zeile für Zeile füllte sich die Seite.
Meine Hand zitterte, aber ich schrieb weiter. Es war, als würde ich mich selbst wieder zusammensetzen. Nicht wie ich einmal war, sondern wie ich jetzt bin. Ohne Applaus, aber auch ohne Angst. Ich legte Zeiten fest, in denen ich schrieb. Morgens, wenn der Tag noch nicht entschieden hatte, wie er werden sollte. Und abends, wenn ich mir selbst zuhören konnte, ohne unterbrochen zu werden. Ich ging wieder spazieren. Nicht um etwas zu erledigen, nur um zu atmen, um da zu sein, um den Herbst zu riechen, das Laub unter meinen Schuhen zu hören. Und ich bemerkte, ich war nicht allein. Da war eine Nachbarin, die mir zulächelte. Ein Kind, das mir einen Ball zuwarf. Ein junger Mann, der mir half, die Einkäufe ins Haus zu tragen. Kleine Gesten. Aber groß genug, um einen neuen Satz zu schreiben. Vielleicht bin ich nicht mehr die, die ich einmal war, aber ich bin noch immer jemand. Eines Abends, als der Regen sanft gegen die Fensterscheiben trommelte, hörte ich ein leises Klopfen an der Tür. Zögerlich stand ich auf. Ich erwartete niemanden. Draußen stand meine Enkelin. In der Hand das Notizbuch, mein Notizbuch. »Ich habe es bei Mama gefunden«, sagte sie leise. Ich habe darin gelesen. Mein Herz schlug schneller. Nicht vor Freude, sondern vor Angst, verurteilt zu werden. Diese Seiten waren nie für andere gedacht gewesen. Sie waren mein letzter Rückzugsort, mein Schutzraum. Aber sie sah mich nicht anklagend an, sondern bewegt. »Oma«, flüsterte sie, »ich wusste gar nicht, dass du so viel fühlst, so viel denkst, so viel liebst.« Ich war sprachlos. »Du schreibst besser als viele Bücher, die ich lese«, sagte sie dann und lächelte unsicher. Darf ich das vielleicht mit der Schule teilen?« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber ich nickte, langsam, und tief in mir, da platzte etwas auf, wie ein Knoten, der zu lange gespannt war. Nicht die Welt hatte sich verändert, sondern meine Sicht auf sie. Ich war nicht stumm gewesen, ich hatte nur auf andere Weise gesprochen, und jetzt wurde ich gehört. Heute weiß ich, manchmal braucht es nicht laute Worte oder große Gesten, um gehört zu werden. Manchmal reicht es einfach zu schreiben, Zeile für Zeile, Satz für Satz, bis jemand innehält und wirklich liest. Ich habe mein Notizbuch nicht mehr weggelegt. Es liegt offen auf dem Tisch, nicht mehr versteckt, nicht mehr nur für mich. Meine Worte haben einen Platz gefunden in den Gedanken meiner Enkelin, in Gesprächen, die nun geführt werden, in Herzen, die sich wieder öffnen. Und auch wenn sie noch oft sagen, heute ist keine Zeit für Gespräche, dann lächle ich, denn ich weiß, die Gespräche finden trotzdem statt. Vielleicht nicht laut, vielleicht nicht sofort, aber sie finden statt in Briefen, in Notizen, in Erinnerungen, die bleiben. Ich bin nicht mehr die, die schweigt, ich bin die, die schreibt. Und manchmal ist das genug. Danke fürs Zuschauen.